Stell dir vor, jemand in deinem Umfeld, vielleicht ein enger Freund, dein Chef oder sogar dein Partner, ist ein Psychopath. Und du hast es nie bemerkt. Er lacht mit dir, er hört dir zu, er wirkt vollkommen normal. Aber unter der Oberfläche spielt er ein gefährliches Spiel und du bist der Einsatz. Heute wirst du die 7 Anzeichen kennenlernen, die Psychopathen niemals preisgeben wollen. Sie tarnen sich perfekt. Sie sehen aus wie jeder andere. Und genau das macht sie so gefährlich. Denn das Bild, das viele von uns im Kopf haben, ein wahnsinniger Serienkiller, ist nur die halbe Wahrheit. Die Realität ist subtiler, raffinierter und oft unsichtbar. Ein Psychopath muss kein Mörder sein. Er kann der Nachbar sein, der Kollege, den du täglich siehst, oder die Person, der du dein Herz anvertraut hast. Und genau hier liegt die Gefahr. Psychopathen haben etwas, was normale Menschen nicht haben. Sie kennen keine echte Schuld, kein echtes Mitgefühl. Sie können dich anlächeln, während sie gleichzeitig überlegen, wie sie dich ausnutzen. Und du würdest es nicht einmal merken. Wenn du die Zeichen nicht erkennst, läufst du Gefahr, ihr nächstes Opfer zu werden, nicht durch Gewalt, sondern durch Manipulation, Betrug und seelische Zerstörung. Darum bleib unbedingt bis zum Ende, denn das letzte Anzeichen ist so subtil und so erschreckend, dass selbst erfahrene Psychologen es manchmal übersehen. Und genau dieses Wissen kann dich vor einer Katastrophe bewahren. Zeichen 1: Größenwahn und krankhafter Egoismus. Hast du schon einmal jemanden getroffen, der sich selbst für das Nonplusultra hält? Der glaubt, er sei immer der Klügste im Raum, der Stärkste, der Unersetzbare? Genau hier beginnt das erste Warnsignal für Psychopathie. Ein übersteigertes Ego, das keine Grenzen kennt. Für einen Psychopathen existiert niemand auf Augenhöhe. Regeln gelten nur für die anderen. Für ihn sind Gesetze, Moral und soziale Absprachen bloß Hindernisse, die es zu umgehen gilt. Während normale Menschen Schuld empfinden, wenn sie andere verletzen, sieht der Psychopath nur eine Rechtfertigung. Du warst schwach genug, mir zu vertrauen. Also ist es deine Schuld. Dieser Größenwahn zeigt sich subtil. Im Job, wenn er Kollegen herabwürdigt und ihre Erfolge als seine eigenen verkauft. In Beziehungen, wenn er dich glauben lässt, ohne ihn seist du nichts wert. Und in Freundschaften, wenn er dich nur benutzt, solange du seinem Image dienst. Das Gefährliche daran? Psychopathen können diesen Hochmut charmant verpacken. Sie wirken selbstbewusst, charismatisch, manchmal sogar inspirierend. Doch hinter diesem Glanz verbirgt sich ein tiefer Abgrund. Und hier musst du ganz genau hinschauen. Sobald jemand die Verantwortung für sein Handeln immer von sich weist, sobald er dir die Schuld gibt, obwohl er dich verletzt hat, dann siehst du nicht nur Narzissmus, sondern vielleicht schon die Psychopathie in Reinform. Doch Größenwahn ist nur der Anfang. Im nächsten Zeichen wird es noch unberechenbarer und für dich potenziell brandgefährlich. Filme zeigen uns Psychopathen oft als eiskalte Strategen. Brillant, berechnend, immer einen Schritt voraus. Doch die Realität ist viel widersprüchlicher und noch gefährlicher. Denn viele Psychopathen leben in einem ständigen inneren Chaos. Ihre Fassade wirkt vielleicht kontrolliert, aber hinter der Maske brodelt es. Ein einziger Kratzer am Ego, eine kleine Kritik, ein Nein zur falschen Zeit. Und sie explodieren. Stell dir vor, du gehst auf Zehenspitzen durch dein eigenes Leben, weil du nie weißt, wann der nächste Ausbruch kommt. Ein falsches Wort reicht, und aus Scham wird blanke Wut. In diesem Moment schalten Psychopathen ihr rationales Denken ab. Es zählt nur noch der Impuls. Laut werden, verletzen, zuschlagen, egal was es kostet. Dieses Muster macht sie so unberechenbar. Einerseits können sie minutiös planen und Menschen jahrelang manipulieren. Andererseits reicht ein kleiner Trigger und all ihre angebliche Kontrolle verpufft. Wenn du das Gefühl hast, ständig in Alarmbereitschaft zu sein, immer darauf bedacht, keinen Funken ins Pulverfass zu werfen, dann spürst du genau dieses Chaos. Und Achtung! Je länger du dich daran gewöhnst, desto mehr verlierst du dein eigenes Sicherheitsgefühl. Die Wahrheit ist, diese Impulsivität ist kein Zufall, sondern ein Kernmerkmal. Ein Leben mit einem Psychopathen bedeutet ein Leben im Ausnahmezustand. Doch das Schlimmste ist, sie kaschieren dieses Chaos meisterhaft. Und zwar mit dem nächsten Trick, den wir jetzt entlarven. Die hohle Maske der Gefühle. Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, dass jemand dir die richtigen Worte sagt, aber etwas fehlt? Die Wärme, die Tiefe, dieses echte Gefühl? Willkommen in der Welt eines Psychopathen. Sie sind Meister darin, Gefühle zu imitieren. Ein „Oh, das tut mir so leid“ klingt bei ihnen oft wie eine perfekt einstudierte Zeile aus einem Theaterstück. Die Stimme stimmt, die Worte stimmen, aber der Kern fehlt. Es ist leer,
Das liegt daran, dass Psychopathen Emotionen anders erleben. Sie können sie logisch erfassen, ja. Sie wissen, was man in einer Situation sagen sollte. Aber die Verbindung fehlt. Sie imitieren Empathie, ohne sie je wirklich zu fühlen. Und genau das macht sie so gefährlich. Denn sie nutzen diese Lehre nicht nur, um durch den Alltag zu kommen. Sie setzen sie strategisch ein. Sie geben dir genau das, was du hören willst, damit du ihnen vertraust, dich öffnest, ihnen folgst. Erinnere dich an eine Situation, in der jemand dich getröstet hat, aber du dich danach noch leerer gefühlt hast. Als hättest du in die Augen einer Maske geschaut. Das war kein Zufall. Das war das Echo einer Persönlichkeit, die gelernt hat, Gefühle zu spielen, ohne je selbst davon berührt zu werden. Und wenn du denkst, das klingt beunruhigend, warte ab, bis du das nächste Zeichen erkennst. Denn dort zeigt sich, wie diese Lehre noch direkter dein Leben aussaugen kann. Stell dir vor, du öffnest dein Herz, deine Tür, vielleicht sogar dein Konto und merkst irgendwann, dass jemand immer nur nimmt, nie gibt, nie dankt. Willkommen beim parasitischen Lebensstil eines Psychopathen. Psychopathen haben kein Problem damit, andere auszunutzen. Für sie bist du kein Partner, kein Freund, kein Mensch. Du bist eine Ressource, ein Geldautomat, ein kostenloser Chauffeur, ein Dach über dem Kopf. Und das Schlimmste? Sie tun es ohne auch nur einen Hauch von schlechtem Gewissen, kein Schuldgefühl, kein Danke. Sie glauben wirklich, dass sie ein Recht darauf haben, dich auszubeuten. In ihren Augen ist deine Zeit, dein Geld, deine Energie immer weniger wert als ihre eigene. Vielleicht hast du es selbst schon erlebt. Du leihst Geld, das nie zurückkommt. Du hilfst bei einem Problem und beim nächsten Mal wird es schon als selbstverständlich erwartet. Ein Parasit fragt nicht, ob er willkommen ist. Er nistet sich ein und er geht nicht von allein. Viele Opfer erkennen das erst, wenn sie innerlich völlig ausgelaugt sind. Wenn jede Begegnung sich anfühlt, als würde man langsam ausgesaugt. Und genau das ist ihre Strategie. Sie bleiben so lange, bis du selbst die Kraft findest, sie loszuschneiden. Denn von alleine gehen sie nicht. Doch warum können sie so gnadenlos sein? Was fehlt in ihrem Innersten, dass sie ohne Scham deine Ressourcen verbrauchen? Die Antwort führt uns direkt zu einem noch dunkleren Zeichen. Einem, das erklärt, warum sie Dinge ertragen können, bei denen du wegsehen müsstest. Hast du dich jemals gefragt, wie Serienmörder ihre grausamen Taten überhaupt durchstehen konnten? Wie jemand Blut, Gewalt oder Leid so kalt anschauen kann, während andere schon beim Gedanken wegsehen müssen? Die Antwort ist, Psychopathen haben eine viel höhere Schwelle für Ekel und Abscheu. Dinge, die bei dir Gänsehaut, Übelkeit oder Tränen auslösen, prallen an ihnen ab wie Regen an Glas. Du siehst ein verletztes Tier und dir zieht sich das Herz zusammen. Sie sehen dasselbe und nichts passiert. Kein Zusammenzucken, kein Schmerz, kein Mitleid. Warum? Weil sie emotional kaum in andere investieren. Wenn dir etwas widerfährt, löst es in ihnen nicht die gleiche Resonanz aus. Das macht sie gefährlich. Denn wo normale Menschen von Ekel und Empathie gebremst werden, schreitet ein Psychopath weiter, ohne Halt, ohne innere Schranke. Genau diese Gleichgültigkeit erklärt, warum sie Dinge tun können, die für uns unvorstellbar sind. Sie verspüren nicht den inneren Widerstand, der uns davon abhält, anderen Leid zuzufügen. Und das bedeutet, wenn du merkst, dass jemand scheinbar immun gegen Situationen ist, die dich emotional tief bewegen, dann solltest du genau hinschauen. Dieser Unterschied ist kein kleines Detail. Er ist ein Warnsignal. Doch es gibt noch subtilere Zeichen, denn manchmal verraten sie sich nicht durch das, was sie fühlen, sondern durch das, worauf sie ihren Blick richten, wenn du emotional wirst. Achte genau darauf, wohin jemand schaut, wenn du emotional wirst. Stell dir vor, du kämpfst mit den Tränen, weil dich etwas tief verletzt hat. Du erklärst, wie weh es dir tut, und während du sprichst, erwartest du diesen kurzen, tröstenden Moment von Augenkontakt. Doch der Psychopath? Er schaut nicht in deine Augen. Sein Blick hängt an deinem Mund. Warum? Studien zeigen, Psychopathen verarbeiten Gesichtsausdrücke anders. Die Augen sind der Spiegel der Seele. Dort entsteht Verbindung, dort spürst du Nähe. Aber genau diese Intimität meiden sie. Stattdessen fixieren sie deinen Mund, weil er ihnen Informationen liefert, ohne dass sie sich auf echte Nähe einlassen müssen. Das ist ein stilles, aber klares Signal. Sie analysieren, ohne zu fühlen. Sie lesen deine Worte, nicht deine Emotion. Sie erkennen den Ausdruck, aber sie binden sich nicht. Und das ist der Punkt, der so unheimlich ist. Du kannst das Gefühl haben, gehört zu werden, während sie in Wahrheit nur Informationen sammeln, wie ein Beobachter hinter Glas. Wenn du also bemerkst, dass jemand in Momenten deiner Verletzlichkeit konsequent den Blickkontakt meidet,
dann unterschätze dieses Detail nicht. Denn wer dich nicht im Schmerz ansieht, will dich vielleicht nie wirklich sehen. Doch es gibt eine noch größere Schwäche, ein Gefühl, das Psychopathen fast immer übersehen. Und genau das ist das letzte, vielleicht entscheidendste Warnsignal. Stell dir vor, du bist am Boden zerstört. Tränen laufen dir über das Gesicht, deine Stimme bricht und alles, was du dir wünschst, ist, dass der andere deine Not erkennt. Jeder normale Mensch würde zumindest kurz innehalten, betroffen sein, vielleicht instinktiv helfen. Doch beim Psychopathen passiert nichts. Forscher haben herausgefunden, Psychopathen können zwar viele Emotionen deuten, Freude, Ärger, sogar Angst, aber ein Gefühl übersehen sie fast immer. Echte seelische Not. Distress. Das bedeutet, sie erkennen oft nicht, ob jemand wirklich leidet oder es nur spielt. Und selbst wenn sie es erkennen würden, es wäre ihnen schlicht egal. Ihr Gehirn ist nicht darauf eingestellt, Mitleid zu empfinden oder auf das Leid anderer zu reagieren. Für Opfer fühlt sich das an wie ein Schlag ins Gesicht. Du bist in deinem schlimmsten Moment. Doch anstatt Beistand bekommst du kalte Leere. Dieses gnadenlose Desinteresse kann dich tiefer verletzen als jede Beleidigung. Und hier liegt die bittere Wahrheit. Wer nicht einmal erkennt oder erkennen will, wenn du innerlich zusammenbrichst, wird dir auch niemals Trost spenden. Denn Mitgefühl setzt voraus, dass man die Not des anderen überhaupt wahrnimmt. Wenn du also merkst, dass jemand dein Leid systematisch ignoriert, während alle anderen reagieren würden, dann hast du es mit einem der klarsten Anzeichen von Psychopathie zu tun. Wenn du bis hierhin aufmerksam geblieben bist, dann hast du die Wahrheit verstanden. Psychopathen sind keine Filmmonster mit Maske. Sie können mitten unter uns leben. Dein Kollege, dein Chef, vielleicht sogar dein Partner. Sie tarnen sich mit Charme, mit Intelligenz, mit scheinbarer Wärme. Aber hinter der Maske zeigt sich immer das Gleiche. Kein echtes Mitgefühl, kein Bedauern, kein Erkennen von Leid. Und genau das macht sie so gefährlich. Denn während du noch nach Ausreden suchst, während du ihre Verletzungen kleinredest oder hoffst, sie würden sich ändern, sammeln sie längst Material gegen dich. Hier kommt der entscheidende Punkt. Psychopathen kannst du nicht retten. Du kannst nur lernen, sie rechtzeitig zu enttarnen und dich zu schützen. Darum, wenn du die 7 Zeichen verstanden hast, dann geh nicht zurück in den Nebel. Achte bei den Menschen in deinem Umfeld auf diese Muster. Und wenn du nur eines davon entdeckst, nimm es ernst, bevor du gehst. Sieh dir das eingeblendete Video an, das dein Verständnis auf die nächste Stufe bringt. Dort erfährst du die größten Manipulationstricks, die Psychopathen einsetzen und wie du sie sofort durchschauen kannst. Glaub mir, das willst du nicht verpassen. Klicke jetzt hier, sieh dir das Video an und lerne dich zu schützen. Und vergiss nicht, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, denn schon im nächsten Video enthüllen wir die Strategien, die Psychopathen am meisten fürchten.